Genauso wie es den perfekten Striegeleinsatzzeitpunkt gibt, gibt es auch Zeitpunkte, wo von einem Striegeleinsatz eher abgesehen werden sollte. Oder eine andere Maschine, wie zum Beispiel eine Rotokehr oder Flexkehr, ein besseres Arbeitsergebnis erzielt. Ich bin David Eder und werde euch heute einige dieser Anwendungsbeispiele zeigen und auch darauf eingehen, wie man hier das beste Arbeitsergebnis erzielen kann. Eines der empfindlichsten Entwicklungsstadien einer Kulturpflanze ist direkt beim Auflaufen bzw. beim Durchstoßen der Bodenoberfläche. War ein vorgelagertes Blindstriegeln aufgrund der Witterung oder anderen Faktoren nicht möglich, entsteht jedoch genau hier oft ein erhöhter Unkrautdruck, welcher bekämpft werden muss. Hier wäre zum Beispiel der Einsatz einer Rotokehr eindeutig kulturpflanzenverträglicher als der Einsatz eines Striegelzinkens. Die Kulturpflanze, welche schon sehr gut verwurzelt ist, nimmt hier sehr, sehr wenig Schaden. Wir sprechen von ca. 1% Kulturpflanzenverlusten. Somit ist diese Maßnahme sehr verträglich und die Unkräuter werden effektiv bekämpft. Bei einem Striegeleinsatz zu diesem Einsatzzeitpunkt ist aufgrund der ziehenden Arbeitsweise und der permanent in Eingriff stehenden Zinken ein höherer Kulturpflanzenverlust zu erwarten. Bei zu feuchten Bedingungen fehlt die notwendige Schüttwirkung. Die Unkräuter werden zwar ausgerissen, können aber durch den feuchten Boden sehr schnell wieder anwachsen. Die kleinen Unkräuter werden durch die einstechenden Löffelspitzen herausgerissen und können an der Oberfläche abtrocknen und der Boden wird zuverlässig gelockert. Somit besteht keine Gefahr einer nachfolgenden Krustenbildung. Ist der Boden durch vorangegangene schwere Regenfälle bereits verkrustet, sollte die Kruste für einen besseren Gasaustausch wieder aufgebrochen werden. Mit dem Teinkehr kann die Kruste dank der robusten Bauweise und dem maximalen Druck von 6 Kilogramm pro Zinken gut aufgebrochen werden. Je nach Bodenart und Saattiefe läuft man jedoch Gefahr, die Wurzeln der Pflanze durch Verschieben einer Bodenplatte abzureißen. Daher muss die Fahrgeschwindigkeit bei diesem Einsatzzweck sehr niedrig gewählt werden. Die Schlagkraft kann hier durch den Einsatz einer Rollhacke erhöht werden. Zudem bricht die Rollhacke diese Bodenplatten wieder in Feinerde auf, was die Verschüttwirkung und somit die Erfolgsrate beim nachfolgenden Striegelgang wesentlich erhöht. Generell gilt, bei steigender Geschwindigkeit nimmt die Aggressivität einer Rotokehr ab. Somit kann die Flächenleistung gesteigert werden. Die Striegelintensität nimmt jedoch zu, weshalb speziell bei kleineren Kulturen oft sehr langsam gefahren werden muss. Die Kombination beider Maschinen ergänzt sich zu einem perfekten Duo. Bei bereits sehr großen und gut verwurzelten Beikräutern ist eine Bekämpfung mittels Striegeln meist aufgrund aggressiver Einstellungen mit erhöhten Kulturpflanzenverlusten einhergehend. In Reihenkulturen kann hier durch den Einsatz einer Scharhacke Abhilfe geschaffen werden. Die Unkräuter werden somit zuverlässig abgeschnitten und können an der Oberfläche abtrocknen. Im Frühjahr ist bei noch vorkommenden Nachfrösten Vorsicht geboten. Der zusätzliche Stress durch das Striegeln kann teilweise nicht kompensiert werden und führt im schlimmsten Fall zur Triebreduktion bzw. zum Absterben einzelner Pflanzen. Zusammenfassend gilt, nicht jeder Zeitpunkt ist der perfekte Zeitpunkt zum Striegeln. Entscheidende Faktoren dafür sind das Entwicklungsstadium der Pflanze, die Witterung, der Boden und die passende Technik. Mit der passenden Maßnahme zum passenden Zeitpunkt erhält die Kulturpflanze den Wachstumsvorsprung, den sie benötigt. Erfolgreicher mit Pettinger.